Es geht schon los. Hola, buenos dias und herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Heute gibt es mal wieder etwas Leckeres vom Le Rendezvous Gourmand Festival aus dem Disney Studio Park. Die spanische Tortilla. Spanische Tortilla. Das hört sich ziemlich einfach an, kann jedoch ganz schön knifflig sein. Und um mir da Ratschläge zu holen, bin ich nach Costa Rica geflogen, um dort meine Freunde José und Mario zu besuchen. José kommt aus Madrid und Mario ist ein richtiger Tico. So werden die Leute genannt, die in Costa Rica geboren sind. Beide haben mir ihre Familienrezepte verraten. Und es gab natürlich lange Diskussionen, welches die bessere Tortilla ist. Ob die Kartoffeln gewürfelt oder geschnitten, ob mit Zwiebeln oder ohne Zwiebeln, ob die Kartoffeln vorgekocht oder roh, ob durchgebacken oder nicht ganz durchgebacken. Fakt ist, beide Tortillas waren hervorragend. Heute zeige ich euch die Variante von Mario mit Zwiebeln. Für die spanische Tortilla brauchen wir folgende Zutaten: 800 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Zwiebeln, 6 bis 7 Eier, je nach Größe, 450 Milliliter Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie oder Basilikum zum Garnieren. Als erstes kümmern wir uns um die Kartoffeln. Leider steht mir heute keine Disney-Magie zur Verfügung. Und deswegen muss ich die Kartoffeln selber schälen. Sag mal Christian, ich dachte früher immer, dass Tortillas nur Fladen aus Mais oder Weizenmehl sind, in denen verschiedene Dinge eingerollt werden. Die hast du doch auch bei deinen Fajitas verwendet. Stimmt, da hast du recht. Aber im spanischen Raum ist eine Tortilla ein Kartoffelomelett, was man teilweise auch mit Gemüse zubereitet. Im mexikanischen, da wird die Tortilla aus Mais oder Weizenmehl hergestellt und dann werden verschiedene Dinge eingerollt. Um die spanische und die mexikanische Tortilla voneinander zu unterscheiden, wird die spanische Tortilla oft auch als Tortilla de Patatas, das heißt Kartoffeltortilla, bezeichnet. Du hast ja normalerweise immer einen Reisetipp aus Frankreich für uns. Aber wenn du jetzt in Costa Rica warst, willst du uns nicht darüber was erzählen? Costa Rica ist mein absolutes Traumland. Als ich 1997 für mein Studium das erste Mal dort war, habe ich mich in Land und Leute verliebt. Ich habe bei der Familie von Mario gewohnt. Die haben mich wie einen eigenen Sohn aufgenommen. Und heute ist es noch so, immer wenn ich nach Costa Rica reise, fühle ich mich, als wenn ich nach Hause komme. Costa Rica bedeutet reiche Küste und ist ein Staat in Zentralamerika, der zwischen Nicaragua und Panama liegt. Im Osten ist er durch die Karibik und im Westen durch den Pazifik begrenzt. Das Land gilt als eines der fortschrittlichsten Lateinamerikas. So wurde bereits 1948 die Armee abgeschafft und das Geld wurde in Bildung und Gesundheitsprogramm gesteckt. Angesichts bewaffneter Konflikte in benachbarten Ländern erklärte es 1983 seine dauerhafte und aktive Neutralität und wird auch als die Schweiz Zentralamerikas bezeichnet. Costa Rica gewinnt knapp 100% seines Strombedarfs aus regenerativen Quellen. Costa Rica ist nicht größer als die Schweiz, beherbergt aber unglaubliche 5% der weltweiten Flora und Fauna. 2012 gab es 160 Schutzgebiete. Ungefähr 25% der Landesfläche stehen unter Naturschutz. Pura Vida hört man nicht nur an jeder Straßenecke. Der Spruch beschreibt auch exakt, was sich in den tiefen Wäldern Costa Ricas abspielt. Überall wächst, kreucht und fleucht es. Alles ist in Bewegung, frisst und wird gefressen. Lärm tobt.
oder ist ein Faultier. Regenwälder findet man in Costa Rica fast überall. Manuel Antonio, Monteverde und Tortuguero sind nur einige Beispiele. Tatsächlich sind die Waldtypen in jeder Region unterschiedlich. Die traditionellen Regenwälder findet man auf der Halbinsel Osa und in Tortuguero. Auf der nördlichen Pazifikseite, genauer gesagt in Guanacaste, sehen wir die Trockenwälder. Nicht weit von San José entfernt befindet sich schließlich der Nebenwald von Monteverde. Jede Art von Regenwald ist wunderschön und macht Costa Rica zu einem der artenreichsten Länder der Welt. In Costa Rica gibt es auch jede Menge Faultiere. Die werden unterschieden nach Zweifinger- und Dreifinger-Faultieren. Die erste Art ist das Braunkehlfaultier. Diese Art verfügt über 3 Finger, respektive Klauen. Ein brauner Kehlfleck im Fell ist für den Namen dieser Art verantwortlich. Das Hoffmann-Zweifingerfaultier hat, wie es der Name bereits sagt, nur 2 Finger oder Klauen. Man erkennt sie auch an der typischen Schweinenase. Faultiere verlassen nur alle 1 bis 2 Wochen den Baum, um ihr Geschäft zu erledigen. Außerdem gibt es noch jede Menge anderer Tiere. Zum Beispiel Tukane, Aras, Jaguare, Brüllaffen, Kapuzineräffchen, Pfeilgiftfrösche, Schmetterlinge, Leguane, Nasenbären und jede Menge andere Tiere. Als nächstes schneiden wir die Zwiebeln. Für das Familienrezept von Mario benutze ich eine Gemüsezwiebel. Es gibt viele verschiedene Zwiebelarten. Speisezwiebeln, Gemüsezwiebeln, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln, Schalotten und Frühlingszwiebeln. Je nachdem, ob man die Zwiebeln lieber schärfer oder süßer mag, kann man sich seine Lieblingszwiebel dann entsprechend in die Tortilla schneiden. Jetzt braten wir die Kartoffeln in reichlich Olivenöl an. Das können gerne 400 Milliliter sein. Wir geben etwas Salz und etwas Pfeffer dazu. Die Kartoffeln brauchen so ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis sie richtig durch sind. Die Kartoffeln sind jetzt fast durch, dann können wir noch die Zwiebeln dazugeben. Und auch wenn wir heute weit vom Disneyland entfernt unterwegs waren, möchte ich euch natürlich noch einen kleinen Tipp zum Disneyland geben. Heute erzähle ich was zum Babyswitch. Babyswitch bedeutet nicht etwa, dass man seine Kinder tauschen kann. Es bedeutet vielmehr, dass wenn man mit kleinen Kindern im Park unterwegs ist, sich zwar beide Elternteile anstellen, aber an der Attraktion angekommen, kann man dem Mitarbeiter sagen, dass man gerne vom Babyswitch Gebrauch machen möchte. Dann erhält man eine entsprechende Karte bzw. Pass für den Partner. Und dann kann ein Partner mit den kleinen Kindern warten, während der andere Partner fährt. Und wenn der Partner wieder da ist, kann der andere Elternteil über den separaten Babyswitch-Eingang, das ist meistens der Ausgang der Attraktion, ohne Wartezeit direkt einsteigen. Den Babyswitch gibt es im Disneyland bei folgenden Attraktionen: Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Indiana Jones, Space Mountain und Star Tours. Und in den Walt Disney Studios bei Crush's Coaster, Rock'n'Roller Coaster und dem Tower of Terror. Die Kartoffeln sind jetzt durch und jetzt lassen wir sie noch in einer Schale etwas abtropfen, da wir nicht das ganze Öl in der Tortilla haben wollen. Ja. Als nächstes bereiten wir unsere Eier vor. Dafür benutze ich gerne einen Standmixer. Ihr könnt aber auch gerne einen Stabmixer verwenden. Je nach Größe der Eier sollte man 6 bis 7 verwenden. Da mein Bauer dieses Mal nur relativ kleine Eier hatte, verwende ich 7 Eier für mein Rezept.
Ich würze die Masse noch mit etwas Salz. Die Eier gebe ich dann in eine Schüssel. Dann geben wir die Kartoffeln dazu und rühren ordentlich um. Unsere Pfanne ist noch heiß. Ich habe etwas von dem Öl in eine Tasse gegossen, das können wir dann später noch verwenden. Und jetzt braten wir unsere Kartoffeleimasse scharf an. Das Ei ist jetzt gestockt und dann können wir die Tortilla auch wenden. Dafür gebe ich sie auf einen Teller und stürze sie dann wieder mit der anderen Seite in die Pfanne, sodass sie von der anderen Seite auch noch etwas anbräunen kann. Das Ganze dauert nur ungefähr 3 bis 4 Minuten. Die Tortilla ist fertig. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas Tomatensalat vorbereitet und ein paar Bohnen gekocht. Und jetzt können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Zunächst ein ordentliches Stück von unserer Tortilla, ein Bündel von den grünen Bohnen und dann etwas von dem Tomatensalat. Das Ganze verfeinern wir noch mit etwas Balsamico-Essig. Voilà. Bon Appetit! Das war's wieder einmal für heute. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinen Freunden José und Mario für die tollen Anregungen bedanken. Und natürlich auch bei euch. Ich habe ja schon einige feste Fans, die mir auch immer ein gutes Feedback geben. Ich jedenfalls freue mich jetzt auf meine spanische Tortilla. Gerade in den Zeiten, wo man nicht viel umherreisen kann, kann man die Welt so zu sich nach Hause holen. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Like, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Es verabschieden sich Christian und mein kleiner Freund Mickey. Adios und hasta luego!